Wir wollten heute noch mal kurz ein bisschen Einblick geben in das Projekt, was wir hier gemacht haben. Ähm, Daher mal ganz kurz nur die Agenda, also noch mal kurz die Vorstellung. Martin habt ihr vielleicht gerade alle schon so ein bisschen kennengelernt. Kann er vielleicht sonst noch mal 1, 2 Sätze noch kurz dazu sagen. Noch zu meiner Person, dann kommt die Anforderung, die Mundschenk gestellt hatte. Dann erzähle ich kurz was über Digital Business Infrastructure, was es ist, wie die aufgebaut ist. Dann kommen wir noch zu den Erfolgen und neuen Möglichkeiten, die Martin dadurch eröffnet wurde oder beziehungsweise dem Mundschenk Verlag und dann noch kurz Moment für die Fragen. Genau. Martin, magst du noch kurz 1, 2 Sätze noch mal kurz zu dir sagen, was jetzt vielleicht nicht rausgekommen ist in der Panel-Diskussion? Da gibt es natürlich einiges, was da nicht rausgekommen ist, weil ich ja überhaupt nicht über mich gesprochen habe. Aber, zu unserem Verlag erst mal Mundschenk Nachrichten. Wir sind 'n klassischer Zeitungsverlag, also gibt's seit über 150 Jahren und, also auch zu mir selber, ich bin sozusagen nicht der Gründer, sondern der Erbe. Ich mache das in, 5. Generation. Aber auch hier ist es ja so, es geht ja nicht um den, Blick zurück, wo man herkommt. Das ist fragt auch keiner mehr nach, sondern die Frage: „Wo geht's hin?“ Und, wir müssen eben gucken, dass wir unser Haus selber, aber auch die ganze Branche, aber es betrifft ja nicht nur unsere Branche, sondern letztlich, alle klassischen Branchen, dass wir eben, die ganzen Herausforderungen der digitalen Transformation, eben auch gemeistert bekommen. Und, ich selber sehe diese Herausforderung, weder als Gefahren Bedrohung oder, als notwendiges Übel, sondern, sehe dort drin eben auch unheimlich viele Chancen, die vor uns liegen und, auch 'n riesen, ich sage mal, Feld an Möglichkeiten, auf dem man sich tummeln kann, und finde das total spannend, und auch die, sage mal, die Bausteine, die einem zur Verfügung stehen, um sein eigenes Business und auch die Zukunft zu gestalten, finde ich total herausfordernd und, ja, einfach, also es ist toll, was möglich ist und was man machen kann. So. Und also mit dem Mindset gehe ich halt auch, sozusagen an diese ganzen, Baustellen, die wir auch selber uns beackern, eben ran. Wunderbar. Vielen Dank dafür erstmal. Dann gehe ich mal ganz kurz zu meiner Person über. Ja, mein Name ist Nico Schaurich, bin Business Development Manager bei Büro am Draht. Wir sind Integrationspartner von Zidas und ja, ich komme eigentlich aus der Entwicklerrichtung und habe damals auch tatsächlich mich immer wieder beschwert, warum wir noch so hart vernetzt die ganzen Systeme connecten und kam dann auch irgendwann später dazu zu sagen, ich möchte ein bisschen was ändern, bin in die Vertriebsschiene gekommen und habe dann auch dabei mitgemacht, die Digital Business Infrastructure mitzugestalten, die nach dem IPA First Ansatz agiert, wozu ich gleich nochmal kommen werde. Und ja, diesbezüglich berate ich halt heutzutage Unternehmen, beziehungsweise bereite natürlich auch gerne die Projekte vor, äh, wo CIDAS eingesetzt werden soll oder evaluiere natürlich auch gerne bei Projekten, was notwendig ist. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema und da ist jetzt wieder Martin dran. Ne? Die Anforderung, die Mundschenk hatte, als alles quasi anfangen sollte mit der Digitalisierung. Genau, Martin. Genau, also wie gesagt, wir sind 'n klassischer Verlag und haben letztlich eigentlich, was das, unser Verkaufsmodell angeht, 'n ziemlich, einfaches Geschäftsmodell. Wir machen Zeitungen und verkaufen Abos. Und, bei uns geht's eben auch darum, dass wir irgendwann gesagt haben: „Okay, wir müssen unsere ganzen“, oder wir wollen, zwingt uns ja keiner, aber wenn wir am Markt bleiben wollen und auch effizient arbeiten wollen, geht's eben darum, dass wir unsere Prozesse digitalisieren, um eben, was ich grade schon anfangs, sagte, eben die Chancen auch zu nutzen, die technisch eben, möglich sind, so. Auf der einen Seite gibt's ja, und ich glaube, das ist, für die, Medienbranche, genauso wie für alle anderen Branchen, die es, gibt. Es gibt grundsätzlich erst mal viele voll integrierte Branchensysteme, die sind, auf der einen Seite natürlich irgendwie teuer, auf der anderen Seite bieten sie aber auch 'ne breite Palette an Funktionen an, sind dann aber eher, was diese Funktionalität angeht, eher Generalisten als, Spezialisten. Das Nächste ist, dass diese großen, voll integrierten Systeme in der Regel, auch wenn sie groß sind, aber irgendwie, Inselsysteme sind und, ich sage mal, Schnittstellen zu anderen Systemen, in der Regel,
schlecht laufen oder mit hohem Aufwand geschaffen werden müssen. Manchmal sind das dann irgendwelche CSV-Imports, Exports mit einem Cronjob oder weiß der Kuckuck was, XML-Schnittstellen oder manche haben vielleicht sogar schon eine SOAP-Schnittstelle, aber die will man heutzutage auch nicht mehr wirklich haben. Aber dass man wirklich sagt, ich kann auf das ganze System richtig zugreifen, so wie ich das haben möchte und auch durch andere Sachen, Funktionalitäten erweitern, habe ich zumindest bei uns die Erfahrung gemacht, kommt selten vor. Also ist meistens hoher Aufwand. Okay, was haben wir also gesagt? Naja, das Schönste und auch das Klassische, also Greenfield-Ansatz. Haben gesagt, okay, wir fangen einfach auf einer grünen Wiese an, stellen als erstes den Kunden mitten auf diese grüne Wiese und gucken, wie können wir um den Kunden herum eine stringente Customer Journey aufbauen. Das heißt, was haben wir als nächstes gemacht? Wir haben uns entschieden, und das ist letztlich eine Entscheidung, die man selber für sich treffen muss. Wir haben gesagt, okay, wir machen einen Best-of-Breed-Ansatz. Das heißt, wir nutzen also bestimmte Software-Services, die auf der einen Seite, von der wir überzeugt sind, dass sie gut zu uns passen und zu dem, was wir erreichen wollen und von dem wir auch überzeugt sind, dass sie von dem, was sie machen, das richtig gut machen. So. Okay, das heißt, erstmal mit diesem Mindset, mit dem wir rangegangen sind, grüne Wiese, zweitens, wir suchen nicht die eierlegende Wollmilchsau, die irgendwie alle Probleme für uns löst, sondern haben gesagt, okay, wir machen diesen Best-of-Breed-Ansatz, nutzen uns eben bestimmte Softwarekomponenten, haben wir sozusagen ein mehreres Schichtenmodell und das untere Schichtenmodell ist diese Digital Business Infrastructure. Bei uns nennen wir das kurz DBI, aber ich glaube, nicht nur bei uns nennen wir das DBI. Und das ist letztlich das Backend und auch die Basis oder Plattform für alle zukünftigen Geschäftsmodelle, sowohl der Geschäftsmodelle oder Geschäfte, von denen wir schon wissen, dass wir sie aufbauen wollen, als auch derer, von denen wir noch nicht wissen, dass es sie in Zukunft geben wird, aber wo wir natürlich überzeugt sind, es wird irgendwann sozusagen das nächste große, ich sag mal, the next big shit kommen und das müssen wir auch irgendwie versuchen, bei uns zu integrieren, ohne immer wieder bei Null anfangen zu müssen. Okay, das heißt, wir haben angefangen mit der ersten Anforderung des Kunden, der auf der grünen Wiese steht, dass egal, was er mit uns macht, er muss sich ein einziges Mal bei uns registrieren, also authentifizieren, registrieren. Und von dieser Registrierung aus muss er sämtliche in der Lage sein, sämtliche Produkte oder Services, die wir, wie gesagt, haben oder in Zukunft haben werden, auch nutzen zu können. Das heißt, wir haben also ein Nutzer- und Rechte-Management, was wir sozusagen, ein Node sozusagen ist CDAS, was wir dort implementiert haben. Neben CDAS, wie gesagt, das User-Management, was letztlich, ja, was ich eingangs auch sagte, die Repräsentation, die digitale Repräsentation des Kunden ist, haben wir den Bereich Subscription Management. Dort haben wir in unserem Fall Chargebee genommen und über einen Connector direkt angebunden. Und nach hinten raus haben wir noch einen Zahlungsdienstleister, in diesem Fall Adyen, der für uns Kreditkarte, SEPA, PayPal läuft extra. Aber im Grunde genommen die ganzen Zahlungsverkehr, sowohl sozusagen Geldeinzug, Bankeinzug, Abbuchung, als auch natürlich Rückerstattung macht. Also auch früher war es so, wenn wir irgendwie Rückerstattung hatten, Gutschriften, sonst war es immer Banküberweisung, Buchhaltung, ganz viele Steps drin. Jetzt ist es ein Klick und die Kunden kriegen einfach sowohl Geld zurück, als, ich meine, was wir lieber machen, natürlich Geld einziehen. So. Und genau, also das ist erstmal das, was wir haben. Wir haben sozusagen diese digitale Infrastruktur und obendrauf, das erste Produkt, was wir draufgesetzt haben, ist dieses neue ePaper-Applikation. Ja, das läuft alles reibungslos. Und was wir als nächstes oben draufsetzen werden auf diese Basis ist eben wie heißt das denn? Ein echtes Web-Native-Nachrichtenportal, wie man das eigentlich auch von Zeitungsverlagen kennt. Da sind wir, ich sag mal, so ein bisschen hinterher nach vorne, was das vorne raus angeht, weil wir uns in diesem Fall gesagt haben, wir wollen gar nicht so viel ins Schaufenster erstmal stellen, sondern wir wollen, dass die ganzen Prozesse und die ganze Infrastruktur
sozusagen rock solid unten drunter und eben vor allem, und das ist, glaube ich, das höchste Ding, vor allem skalierbar ist und ein Zukunftsanforderungen, was ich eingangs sagte, auch derer, die wir noch nicht kennen, eben gerecht wird. So. Und das waren im Grunde genommen die Anforderungen und auch der Status quo. Und ich glaube, wie es dann weitergeht, das kann ich dann, glaube ich, im nächsten Slot dann auch weiter ausführen. Perfekt, danke. Ja, genau. Ich würde dann nämlich auch dann gleich übergehen. Einmal, Martin hat es gerade wunderbar schon gesagt, also DBI, Digital Business Infrastructure kurz. Genau, das ist eine Grundbasis. Es ist quasi ein Vorgehensmodell für uns, und zwar einfach daher, dass wir hierbei äh, den Grundstein für einen digitalen Erfolg auch schaffen wollen. Ich lege das mal ganz kurz mal hier so als Bild dar. Wir haben hier unterschiedliche Ebenen, die wir eingeordnet haben, beziehungsweise die wir hier sehen. Wir haben ganz oben die Clients, also quasi die Darstellungen der Inhalte, der Systeme, also zum Beispiel eine mobile App oder Point of Sales, Websites und so weiter. Wir haben den Access Layer, das Martin gerade schon genannt hatte, wo auch das SIAM, zum Beispiel CIDAS, perfekt reinpassen würde, API-Management und so weiter. Und dann kommen die ganzen anderen Systeme, die hinten noch angebunden sind. Ich brauche jetzt auch gar nicht so direkt drauf eingehen in dem Sinne, sondern ich möchte es einfach vielleicht nochmal an einem Beispiel benennen, wie man sich das vorstellen kann. Also man könnte sich ja zum Beispiel, ich denke mal, jeder, der hier teilnimmt, hat bestimmt schon mal, ob es zum Spielen war oder aus großem Interesse, solch ein Car-Konfigurator von einem namhaften Hersteller vielleicht auch genutzt. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, dieses ganze System, was dort drin steckt, man sieht Bilder von dem Fahrzeug, wie man sich das konfiguriert. Man sieht die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten. Man sieht die Preise dazu. Man sieht noch die ganzen Abhängigkeiten, dass wenn ich ein Paket auswähle, es aufploppt, hey, das geht leider nicht, weil das ist mit dem anderen Paket nicht konfigurierbar. Wenn man sich das jetzt vorstellt als ein Riesensystem, dann muss man sich die Frage stellen, können meine Mitarbeiter überhaupt es noch gewährleisten, dieses System adäquat zu pflegen? Meine Antwort ist darauf nein, weil ich müsste so viele Experten haben, die für alle Themen Expertenwissen vorweisen können, was eigentlich gar nicht machbar ist. Deshalb ist das die beste der Punkt, wo man sagen müsste, man müsste jetzt alles aufteilen. Man müsste alles hier in diese Struktur reinbringen und sagen, ich binde alles zusätzlich so an, dass nachher am oberen Punkt, da was hier mit Clients gekennzeichnet ist, alles zusammenläuft. Also, das heißt, ich habe einmal das Rendering von den Autos, von dem Fahrzeug, also sprich 3D-Rendering. Ich habe die Konfigurationsmöglichkeiten. Ich habe das Regelwerk, was angebunden ist. Ich habe die Preise, die dazu angebunden sind. Ich habe noch entsprechende Texte und so weiter. Alles das sind in Microservices unterteilt. Das heißt, ich hole mir alles über eine API, also eine Application Programming Interface, eine Schnittstelle zusammen und präsentiere es dem Kunden aus seiner Sicht gesehen an einem einzigen Punkt. Der Vorteil daran aber ist, wenn ich das alles per API anbinde, also API First, ne, immer alles über APIs zu verknüpfen, ist, dass ich ein Team haben kann, was sich zum Beispiel nur um das 3D-Rendering kümmert. Ich kann ein Team haben, was sich nur um Preise kümmert, ein Team, was sich um das Regelwerk kümmert, zum Beispiel für das neu aufkommende Modell. Alles das habe ich quasi ein vertikales Team, was sich nur darum kümmert, was auch separat davon deployen kann, neue Updates einspielen kann, ohne dass das gesamte System deswegen in Gefahr ist. Gerade wenn man sich das vorstellt jetzt, eine neue Modellreihe kommt rein und ich müsste das ganze System mit einmal updaten, das wäre wahnsinnig risikobehaftet. Deshalb kleine Bausteine, wie so ein Lego-Bausatz. Ich baue mir halt alles ein. Und um jetzt von diesem Beispiel nochmal wegzukommen und wieder ich sage jetzt mal, Realität zurückzukommen, vom praktischen, theoretischen Beispiel weg. Bei Martin hat es gerade wunderbar gesagt. Es geht darum, was auch noch weiter eingesetzt werden soll. Im Endeffekt ist für den Kunden, für den Leser immer nur um diese Kleinstebene wichtig. Er sieht nur eine einzige Sache. Was dort hinter passiert, sieht er nicht. Was aber Martin und auch der Mundschenk Verlag jetzt an Möglichkeiten hat, ist quasi unendlich, weil wir können es alles per API anbinden. Wir können ganz schnell was austauschen. Wir können auch andere Kunden können ganz schnell sagen, hey, wir möchten auf CS umsteigen. Wir haben schon solch eine Infrastruktur bei uns gegeben, aber da muss ich nur das SIAM austauschen.
zack, können wir Zidas integrieren. Gar kein Problem. Wenn sowas vorbereitet ist, optimal. Aber es ist halt leider Seltenheitsfaktor. Und von daher ist es dann wichtig, dass man sich das nicht nur aus der IT-Landschaft betrachtet, annimmt, sondern aus dem Organisatorischen, wo wir gerade bei den Expertenteams waren, bei dem theoretischen Beispiel. Ich glaube, kein Unternehmen möchte Leute haben, die so unersetzlich sind, dass sie quasi nie krank werden dürften. Weil wären sie nirgendwo, dann könnte sie keiner vertreten. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und von daher ist es eben wichtig, hier wirklich agil zu bleiben. Das ist eben, wie gesagt, mit der Digital Business Infrastructure gegeben und deswegen auch die Grundlage für alle digitalen Prozesse, weil wir hier alles umsetzen können. Wir können schnell austauschen, wir können schnell agieren, wir können erweitern, wann immer wir wollen. Also von daher die perfekte Grundlage. Die Grundlage haben wir implementiert bzw. umgesetzt beim Mundschenk Verlag und dadurch sind Erfolge aufgekommen. Das hatte Martin vorhin schon in der Panel-Diskussion schon kurz erwähnt, aber es haben sich auch neue Möglichkeiten aufgetan. Martin, gerne berichte darüber. Genau, also das E-Paper, die ganze Geschichte, das hatte ich schon erzählt, das war sozusagen der erste Anwendungsfall oben auf diesem Client-Layer. Und was wir zurzeit machen, ist, wir haben ein neues CMS, ein Content-Management-System entwickelt auf Basis von Strapi.io und also sozusagen als Ablöse unseres alten Redaktionssystems. Und bei diesem CMS authentifizieren sich sowohl die internen Nutzer oder auch alle Nutzer auch über CDAS. Das heißt, wir haben auch jetzt, ich sage mal, unser eigenes Rechtemanagement beziehungsweise User- und Rechtemanagement für unsere eigenen Mitarbeiter wird genauso über CDAS abgewickelt wie das unserer Kunden und gerade auch für Mitarbeiter, sozusagen freie Redaktionsmitarbeiter, also Leute, die nicht bei uns, ich sage mal, sozialversicherungspflichtig auf der Payroll sind, sondern ja, freie Redaktionsmitarbeiter, teilweise auch Pressesprecher von Vereinen etc. pp., können sich dann, wenn sie die entsprechende Rolle in CDAS haben, im Rechtemanagement, eben genauso in dem Content-Management-System anmelden und dann in ihrem sozusagen durch die Rechte restringierenden Bereich ihre Beiträge abliefern und bei den freien Redaktionsmitarbeitern läuft dann auch über die Digital Business Infrastructure die komplette Abrechnung der Honorare. Also wird laufen, ist geplant in den nächsten Iterationen der Entwicklung, sodass wir auch dort wieder vor allem mehr manuelle Tätigkeiten, die zurzeit, ich sage mal, über Redaktionsmitarbeiter bis hin zur Buchhaltung abgebildet werden, auch vollautomatisch laufen, was ja wiederum auch bei Leuten, die für uns arbeiten, eine viel höhere, ich sage mal, Satisfaction sozusagen gibt, dass man meinetwegen auch gleich nicht auf den Monats- oder auf den Honorarabrechnungszyklus warten muss, sondern wenn man es abgeliefert hat, direkt nach der Veröffentlichung dann über PayPal oder wie auch immer oder meinetwegen auch über SEPA dann seine Honorare auch gut geschrieben bekommen kann. Das andere hatte ich, glaube ich, kurz schon angesprochen, dass wir dann sozusagen nächstes Punkt war das neue CMS. Obendrauf kommt dann eine komplett native digitale Zeitung, mit denen dann auch die entsprechenden Zugänge über CIDAS skaliert werden können. Und ja, das macht es eben für uns total spannend. Und das sind sozusagen Projekte, die wir bereits sozusagen auf der Roadmap haben und auch oder dran arbeiten oder auch teilweise fast fertig sind. Und durch diese ganze API-First-Struktur der ganzen Komponenten sind wir eben, ich sag mal, hochflexibel in der eigenen Entwicklung und können eben auch total schnell auch marktwirksam kleine Experimente durchführen. Das heißt, wir haben kleine Entwicklungsteams und ich meine, wir sind wirklich kein großes Haus mit all in vielleicht 70 Mitarbeitern. Da haben wir trotzdem kleine Entwicklungsteams, die versuchen sozusagen obendrauf auf dieser Plattform neue Produkte zu launchen, um zu gucken, ob es funktioniert. Und das kostet dann eben auch nicht viel Geld, weil wir auf all die Komponenten zurückgreifen können, also User Management, Abrechnung, Subscription etc. pp. Wir müssen es eben nur dann über die entsprechenden API-Calls oben draufsetzen, Frontend bauen, irgendeine Logik und Customer Journey uns überlegen
Und wenn es dann eben nicht klappt, dann so what, fail fast, dann machen wir eben nicht weiter, aber wir versenken dann eben auch nicht so viel Geld und können uns dann, ich sage mal, dem nächsten Experiment widmen. Oder wenn wir sagen, wir gucken einfach in der Branche, was geht, MeToo-Produkte einfach bauen und aufbauen, die dann auch auf dieser digitalen Infrastruktur eben schon funktionieren. Und dann wieder zurück. Das Coole ist eben, wenn wir neue Produkte haben, müssen wir nicht zu unseren Kunden sagen, ja, wir haben jetzt das neue Produkt, geh auf die und die Registrierseite, registrier dich, damit du auch dazu noch neben den anderen Produkten Zugriff hast, sondern dadurch, dass wir ein zentrales User-Management haben, was eben auch nur eins macht, nämlich User- und Rechte-Management und nicht irgendwie eine Teilkomponente eines, was letztlich auch Nico gerade sagte, eines all-in integrierten Systems ist, können wir eben sagen, so, eigentlich ist es ja, das war auch eigentlich wie bei den Anforderungen wie bei Google. Ich habe ein Google-Konto und ich kann alle Services von Google nutzen. Und so ist es hier eben auch. Und wenn ein neuer Service mit dazukommt von uns, dann ist es für den Kunden eben auch nutzbar, ohne diesen ganzen Registrierungsprozess wieder durchlaufen zu müssen. Und das eröffnet uns eben ganz viele Möglichkeiten. Und ja, und das ist eben am Ende des Tages auch sehr günstig und hochskalierbar. Und das sind die Chancen, die wir haben. Und mich elektrisiert das total. Und wie gesagt, bei uns in der Entwicklung, bei den Mitarbeitern ist es auch schon angekommen, welche Möglichkeiten wir damit haben. Und ja, gerade in der agilen Produktentwicklung oder Projektierung ist es eben stark, ich sag mal, so eine Plattform, so ein Tool zu haben, das einem nicht dieses Ja könnten wir machen, wenn, sondern zu sagen, ja, ist alles da, einfach machen. Ja, und das ist so die Lage, die wir uns, also sozusagen die positive Lage, in die wir uns mit dieser ganzen Strategie manövriert haben und wo wir uns sehr wohlfühlen. Und das war ja auch das Ziel. Das muss man ganz Das war klar auch sagen. das Ziel, genau. Also Ziel erreicht, wunderbar, genau. Ja, und auch Thema Ziel erreicht. Wir sind auch am Ende von unserem Vortrag, von daher gerne Fragen noch stellen. Sonst bedanken wir uns erstmal vielmals für die Aufmerksamkeit und wünschen auf jeden Fall noch schöne Vorträge. Ja, Dankeschön. Auch vielen Dank von meiner Seite an dich, Martin, an dich, Nico. Schön, dass ihr dabei wart. Falls Fragen sind, dürft ihr die gerne jetzt stellen. Ich habe schon eine Frage mitgebracht. Erstmal, ich glaube, wir dürfen mehr erwarten. So wie es sich anhört, gibt es wohl einige digitale Geschäftsmodelle, die ihr noch plant und auch neue Ideen, die ihr umsetzen wollt. Ich glaube, da steht wahrscheinlich noch einiges in der Pipeline. War das jetzt eine Frage? Es war ein Kommentar mit einer anschließenden Frage, genau. Ja, also wie gesagt, das hatte ich ja eigentlich schon beantwortet. Wie gesagt, wir haben die digitale Zeitung, aber auch hin bis zu Podcasts, Alexa-Skills, all die Geschichten, die wir oben draufsetzen werden. Das ist ja, ich sag mal jetzt, da erfinden wir die Welt erstmal, was die Kanäle angeht, nicht neu. Aber für uns ist eben diese Skalierbarkeit dessen, dass wir nicht bei jedem wieder anfangen müssen, wie machen wir die Abrechnung und wie machen wir die User-Registrierung, denn auch in den nicht-Text, also nicht Webbrowser-basierten Bereiche geht es ja genauso mit Authentifizierung und auch, ich sag mal, digitalen Geschäftsmodellen, die ja am Ende auch monetarisierbar sind oder zumindest sein sollten. Und wie gesagt, da müssen wir uns eigentlich nur noch auf dieser User-Ebene letztlich darum kümmern, dass die User-Experience irgendwie sexy ist, dass die Inhalte sexy sind, aber nicht mehr um diese ganze Basis darunter. Und das ist eben, das gibt uns auch als kleines Haus gerade so viel Sicherheit, nicht immer auch abhängig zu sein von irgendwelchen großen Softwarehäusern, die meistens teuer sind, anfangs alles versprechen und am Ende ist einfach, wir können zu nahe treten, aber irgendwie einfach nur teuer wird. Und so ist es wirklich, ja, letztlich der UX-Bereich und letztlich der Content und letztlich, also wir sind ja, wir leben ja vom Content, den wir verkaufen und nicht irgendwie, und ja, macht uns eben, also verschafft uns eben ganz viel Freiheitsgrade. Genau. Ja, ich glaube, das merkt man auch, wie ihr es rübergebracht habt, das ganze Thema digitale Plattform, die Digital Business Infrastructure, die ihr gebaut habt. Das ist genau dieses Thema Ready-to-Use-Services. Ihr müsst einfach noch die Ideen oben draufsetzen und seid dann startklar und relativ schnell am Markt. Nochmal vielen Dank für eure Teilnahme.